Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Courage Skyline Talk. Und heute beginne ich den Skyline Talk mit einem Zitat des Präsidenten der Vereinigten Staaten, mit einem Zitat von Donald Trump. Und ich denke, dann wird auch ziemlich schnell klar, worum es heute geht in unserem Talk. Präsident Trump hat Folgendes gesagt, und zwar: Tariffs are the most beautiful word in the American dictionary. And that's exactly what we're going to talk about, Zölle. Donald Trump hat im Frühjahr 2025 Zölle erhoben gegen Dutzende von Staaten, darunter auch die Europäische Union. Er hat sich dabei auf ein Notstandsgesetz von 1972 berufen. Und ob dieser so korrekt war, darüber entscheidet aktuell das höchste Gericht in den Vereinigten Staaten, der Supreme Court. Und im Verfahren geht es primär darum, ob der Präsident berechtigt ist, Zölle zu erheben oder ob das nicht ein Hoheitsgebiet ist des Kongresses. Und sollte das tatsächlich so sein, dass es eventuell nicht rechtens war, hat das natürlich unglaublich viele Folgen für Unternehmen, die bereits Kosten hatten. Müssen diese Kosten rückerstattet werden oder was ist die aktuelle Situation? Und darüber spreche ich heute mit Manni Schönhuber. Manni Schönhuber ist Experte und Partner bei der US-Kanzlei Nelson Mullins. Manni, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Hallo, liebe Claudia, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja, Manni, das sind interessante, spannende Zeiten und ich bin sehr, sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Du bist ja in USA vor Ort, in Houston, Texas, und bekommst es ja sozusagen live mit, was sich da gerade tut, viel näher dran als wir hier in Deutschland. Und was ist denn jetzt die aktuelle Situation beim Supreme Court? Und wie sieht es vor allen Dingen aus? Bis Ende des Jahres, habe ich gehört, soll es ja eventuell schon zu einer Entscheidung kommen. Im Idealfall. Natürlich muss man immer abwarten, wie schnell es dann auch in den Beratungen der höchsten Richter hinter verschlossenen Türen natürlich zu einer Einigung oder zumindest zu einer Mehrheitsentscheidung kommen wird. Aber das Erstaunliche in der mündlichen Anhörung, die eben letzte Woche stattgefunden hat, war die Tatsache, wie kritisch die höchsten Richter auf politisch gesehen oder mentalitätsbezogener Einstellung beiden Seiten des Spektrums. Ja, sowohl die Konservativen als auch die vermutlich liberalen Justices haben sehr, sehr kritische Fragen gestellt. Und es scheint so, als ob sich die rechtliche Argumentation wirklich auf die Frage bezieht, ob der Präsident im Rahmen dieses Acts auch wirklich Zölle als Steuern erheben darf. Und das wurde wirklich sehr, sehr kritisch beäugt. Also wenn ich jetzt, Stand heute, eine Einschätzung abgeben müsste, dann sieht das definitiv danach aus, dass dieser Beschluss des Präsidenten vom höchsten Gericht, vom US Supreme Court auch wieder gestrichen, zurückgenommen bzw. gecancelt wird. Und da muss man natürlich gucken, wie die Reise weitergeht und was die Regierung dann vorhat. Ja, ich meine, was bedeutet das denn, Manni? Ich meine, so viele Unternehmen haben schon Tarife zahlen müssen. Wird denen das gesamte Geld dann rückerstattet oder wie geht das dann vor Das sich? ist die spannende Frage, denn genau dieselbe Frage kam auch während der Anhörung auf. Ja, also was passiert? Was macht man dann wirklich in der Praxis, wenn es darum geht, der Supreme Court sagt, nein, das ist nicht rechtsmäßig. Und ganz klar, also in der Vergangenheit mussten dann auch Steuern, die der Staat, die Federal Government, zu hoch oder unrechtmäßig eingezogen hat, auch wieder zurückbezahlt werden. In der Praxis wird das dann vermutlich ganz anders aussehen. Denn aus rechtlicher Sicht gibt es natürlich auch noch andere Argumentationsmöglichkeiten, worauf sich die Trump-Regierung dann beziehen könnte und sagen, wenn nicht dieser Act passt, dann vielleicht ein anderer Act aus der Vergangenheit. Also in der Praxis würde ich jetzt mal nicht einplanen als Unternehmen, dass ich hier einen Check oder eine Rückerstattung der Tariffs erhalte. Das muss dann natürlich noch ausgeklüngelt werden, aber Schritt eins,
abwarten. Du hast es schon angesprochen. Also im Idealfall kommt es noch im Dezember zu einer Entscheidung. Nicht überrascht sein, wenn es doch ein bisschen länger dauert. Aber das wäre natürlich super für Planungssicherheit. Nur dann eben bitte nicht fürs erste Quartal einplanen, hier eine große Zollerstattung zu erhalten. Das ist, glaube Mhm. ich, in der Praxis nicht gang und gäbe dann. Ja, interessant, weil ich habe auch nur gelesen, laut PwC haben die USA circa 180 Milliarden, nee, 108 Milliarden Dollar bereits über Zölle eingenommen. Also wenn das alles zurückgezahlt werden müsste, das wäre schon einiges. Ja, und es wurde ja auch diskutiert, ob nicht ein Scheck an die Bevölkerung der USA in Höhe von 2000 $ ausgestellt wird. Also ähnlich wie damals zu Covid-Zeiten, dass es einen Government Support gibt. Aber das sind natürlich auch alles Themen. Das wird sich jetzt mit der Zeit zeigen, aber aus rechtlicher Sicht, wenn ich das als Anwalt einschätzen darf und natürlich auch mit meinen Mandanten, die von Zollthemen betroffen sind und für die wir auch Zolloptimierungsstrategien entwickelt haben, denen rate ich ganz klar weiter Business as usual, abwarten, was passiert, aber nicht hier mit einer Zollrückerstattung rechnen. Denn das wäre natürlich ein nice to have, aber wie du schon gesagt hast, auch aus fiskalpolitischer Sicht, ja, wir kommen jetzt dem Shutdown hoffentlich, äh, dem Ende des Shutdowns hoffentlich entgegen. Und dann wäre es natürlich auch ein ja, herber Verlust für die fiskalen Planungen der Regierung. Ja, und Manni, ich meine, Donald Trump wäre ja nicht Donald Trump, wenn er sich so schnell geschlagen geben würde. Du hast erwähnt, es gibt ja andere Acts, also Handelsgesetze, glaube ich, auch von früher, auf die ich berufen kann. Und Stahl und Zölle basieren ja, glaube ich, auch sowieso auf einem anderen Act bereits, oder nicht? Genau, also es geht zum einen wirklich um die allgemeine Verhängung von Zöllen und dann im Ja. Speziellen zum Beispiel Stahl und Aluminium, was du angesprochen hast, Section 232. Das steht wieder auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Also auch die Stahlproduzenten klar abwarten, was hier vielleicht, ähnlich wie wir das aus Deutschland kennen, eine Grundsatzentscheidung des obersten Gerichts sein wird. Aber wie das dann auch für andere Zoll-Schemes und Tariff, Customs und allgemeinen zollpolitischen Entscheidungen zutrifft, Ja. das, wie gesagt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Mhm. Also es bleibt interessant, bleibt spannend. Und du sagtest ja häufig, die Bundesstaaten haben sowieso nochmal eigene Gesetze und Freiheiten. Wie sieht das denn jetzt in diesem Fall aus? Haben Sie da auch getrennte und besondere Freiheiten? Aber ignorieren können Sie das wahrscheinlich nicht, oder? Genau, also Zollpolitik ist föderale Politik, ähnlich Ja. wie Einwanderungspolitik. Das wird alles aus normalerweise, sagen wir es mal so, vom Kongress bestimmt. Einzelne Dinge liegen natürlich bei der Exekutive, wie wir es eben auch schon gesehen haben mit verschiedenen Executive Orders, die der Präsident unterzeichnet hat. Aber in der Regel, ja, liegt die Gesetzgebung beim Kongress und Handelspolitik, Zollpolitik, Verteidigungspolitik, Migrationspolitik. Das wird alles in Washington, D.C. gemacht. Die einzelnen Bundesstaaten haben dann natürlich Freiheiten, inwieweit sie Gesetzgebung in den Weg, in den zum Beispiel Senat hier im Bundesstaat Texas oder in den anderen Bundesstaaten einbringen können, um dort dann auch gegenzuwirken, andere Dinge incentivieren, aber Grundsätzliches an der Zollpolitik, sprich, wenn es darum geht, Produkte in das Land zu bringen, das ist natürlich dann auch vom Weißen Haus beziehungsweise vom Kongress gesteuert. Mhm. Was sind denn so die typischen Fragen, die du momentan erhältst von Unternehmern? Also ziemlich praktische Herangehensweise natürlich. Zum einen gibt es Unternehmen, die einfach von 100 auf 0 gefahren sind. Im Umkehrschluss gesagt, wir schicken jetzt erstmal gar nichts in die USA. Und andere, die sagen, wir müssen Mhm. unsere Produkte in die USA schicken, da wir natürlich auch Kundenverträge haben. Und dann geht es natürlich darum, was kann man machen? Wie kann man Zölle optimieren? Ja, wie kann man herangehen aus rechtlicher Sicht sauber
und auch abgedeckt handeln und so dann auch die Zollstrategien optimieren. Das ist natürlich der erste Schritt. Der zweite Schritt ist immer ein pragmatischer Ansatz. Ja, was kann ich heute machen, um dann gegebenenfalls die Zolllast zu mindern oder eben auch jetzt mit Hinblick auf ein anstehendes Urteil vom Supreme Court, soll ich noch abwarten, sollen wir jetzt unsere äh, Zollstrategie nochmal komplett über den Haufen werfen. Also das ist ein ganz pragmatischer Ansatz. Aber Mhm. ja, Unsicherheit, daran wird sich nichts ändern. Denn wie wir es auch in Trump 1 Administration gesehen haben, damals gab es schon Zölle und die beiden Administrationen hat diese Zölle fortgeführt. Also selbst wenn wir hier nächstes Jahr in den USA Midterm Elections haben und es zu einem Umschwung kommen könnte, je Ja. nachdem, heißt das nicht auch gleich, dass sich an der Zollpolitik etwas ändern wird. Denn du hast es angesprochen, es ist ein Big Money Maker, auch aus US-Sicht. Und in gewisser Weise muss ich in der Praxis natürlich auch sagen, es funktioniert schon auch. Ja, natürlich haben wir hier nicht Manufacturers, Produzenten, die komplette Produktionen in die USA verlagern, aber einzelne Optimierungen werden schon auch vorgenommen, sei es mit deutschen, aber auch anderen europäischen oder asiatischen Unternehmen. Das ist definitiv zu beobachten. Okay. Und was empfiehlst du dann? Du sagtest, Business as usual, nicht abzuwarten auf jeden Fall bis Ende des Jahres, zumal sich ja länger hinzuziehen scheint, wenn er einen anderen Act heranziehen sollte. Also deine Empfehlung ist Business as usual. Ja, optimiert. Natürlich angepasstes Business as usual, immer auf die Situation angepasst, denn wir wissen ja auch nicht, was als nächstes kommt, im Ja. Positiven wie gegebenenfalls im Negativen, aber ich versuche da schon immer relativ pragmatisch an auch die Rechtsberatung heranzugehen, denn ich weiß, deutsche, andere europäische Unternehmen, die müssen ja auch weiterhin Geld verdienen. Die denken vielleicht von Jahr zu Jahr, von Quartal zu Quartal. Und ja, es gibt existierende Verträge, die auch ja, beliefert und eingehalten werden müssen. Also abzuwarten, egal was es ist, glaube ich, sind wir jetzt schon viel zu lange auch mit der Zollthematik beschäftigt, ist kein guter Ratgeber. Ich sehe es jetzt auch in meiner täglichen Praxis. Die Anfragen für Unternehmensgründungen in den USA haben wieder zugenommen. Wir finden uns auch zurecht mit dieser neuen Situation, mit dieser neuen ja, strategischen Herangehensweise, muss man Ja. schon fast sagen, an einen Markteintritt oder Expansion in den USA. Also abwarten, glaube ich, war im Business noch nie ein guter Ratgeber, denn heute sind es die Zölle, morgen ist es vielleicht wieder was anderes. Ja, guter Punkt. Und ich meine, hier in Deutschland muss man leider sagen, ist ja nach wie vor auch alles nicht optimal. Die Energiekosten sind nach wie vor sehr hoch, Bürokratie dauert wohl auch länger, bis es abgebaut wird. Also es gibt viele Punkte, auch hier, die es Unternehmern wirklich schwer machen. Also es ist keine leichte Zeit aktuell für Unternehmer. Und was siehst du denn? Ich meine, du sagst ja auch immer, die einzelnen Bundesstaaten haben so viele Vorteile noch und Freiheiten, die sie Unternehmern geben können. Ich meine, viele wollen es in Deutschland nicht hören aktuell, ja, dass deutsche Unternehmen immer noch in die USA gehen. Aber ein Unternehmer muss einfach pragmatisch denken und an seine Mitarbeiter denken, Arbeitsplätze einfach sicherstellen. Und wenn USA immer noch Chancen bietet, Manni, in den Bundesstaaten, ist das so? Und welche Chancen sind das denn? Absolut. Also die meisten meiner Mandanten, wenn es darum geht, zu derzeit, Stand heute, zu investieren, die investieren in der Regel nicht unbedingt in Deutschland. Denn die müssen natürlich auch gucken, wo ist der Ertrag. Und das Schöne an meinem Job ist es natürlich immer, den deutschen Bezug zu haben und zu sehen, was die strategischen Überlegungen sind. Und wenn ich 10 Millionen, 50 Millionen, 100 Millionen investiere, überlege ich mir natürlich auch als Unternehmer genau, wo ist der Ertrag größer. Hm. Und dann ist es, wie du schon sagst, relativ pragmatisch, relativ banal. Wenn ich in Bundesstaaten wie Texas, wie Florida, wie Georgia, wie die Carolinas gehe und da mit offenen Armen empfangen werde, mir zum Teil vielleicht sogar noch zusätzliche Incentivierungen, Steuerabschreibungsmöglichkeiten zur
Verfügung gestellt werden, angeboten werden und die dann die einzelnen Bundesstaaten dann auch wirklich im Wettbewerb zueinander sind und das dann vergleiche, wenn ich mir überlege, ich investiere dasselbe Geld in in eine Produktionserweiterung in meinem existierenden Werk in Deutschland oder in einem anderen Land der Europäischen Union, da fällt die Entscheidung sehr, sehr oft für einen Bundesstaat in den USA. Natürlich muss man auch ganz klar sagen, zwischen den Bundesstaaten gibt es sehr große Unterschiede, aber die klassischen Bundesstaaten, die auch in der Vergangenheit schon immer attraktiv für deutsche Unternehmen waren, die sind weiterhin beliebt und die sind auch diejenigen Bundesstaaten, die am meisten auch Unterstützung finanzieller, aber auch anderer Natur liefern. Und am Ende des Tages Das sind die frage ich ja auch, Carolinas, richtig, die du eben aufgeführt hast. genau, im Osten, Mittleren Westen, Südosten der USA, das sind die Klassiker. Und was ich natürlich auch immer wieder frage, ist, warum die USA, warum die Bundesstaaten hier? Und ja, es ist auch oftmals der Mangel an Alternativen oder an rechtssicheren Alternativen, um das zu sagen, aus deutscher Sicht. Und das sind so die Gründe, warum es weiterhin attraktiv ist. Ich wurde auch oftmals gefragt, hey Manni, du hast ja jetzt gar nichts mehr zu tun oder wie sieht es denn aus im Tagesgeschäft? Es ist auch bei mir Business as usual. Jetzt auch, wie gesagt, die Anfragen steigen auch wieder am klassischen Markteintritt, viel M&A-Transaktionen, viel Investments aus Deutschland, Foreign Direct Investments, trotz Government Shutdown, trotz äh, Fragen bei der Immigration bezüglich, kann ich mit meinem Esther noch in die USA einreisen oder eben trotz der Zölle. Also es ist ganz normal, der Markt bleibt attraktiv und da spielen die einzelnen Bundesstaaten natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Ja, nee, verstehe ich. Ich meine, viele Unternehmen, die können ja nicht einfach sagen, wir warten mal ab. Man muss sich ja informieren und dann braucht man einen Experten wie du einfach und mit dem man sprechen kann, was sind Chancen, was sind Risiken. Und Manni, ich weiß, du hast ja auch vor längerer Zeit, ich will hier keine Werbung machen, aber ich glaube, das könnte an dieser Stelle wirklich sehr interessant sein für viele, ein Buch geschrieben zum Thema Markteintritt USA. Und das könnte, denke ich, eine sehr große Hilfestellung für viele sein. Vielleicht magst du dazu noch ein paar Worte sagen? Ja, ich habe sogar eine Kopie hier. Ah ja. Ähm, aber Spaß beiseite. Nee, es ist im Endeffekt so, ich sage immer wieder, das Allerschönste an meinem Job ist, viele verschiedene Unternehmen aus Europa, aus Deutschland, aus der Dachregion zu sehen, die den Markteintritt in die USA wagen oder schon gewagt haben. Und was die sehr erfolgreichen oder erfolgreichen Unternehmen erfolgreich hier in den USA macht und was die Unternehmen, die vielleicht nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen oder nicht so erfolgreich sind in den USA, was die gegebenenfalls nicht so richtig machen. Und daraus haben sich einige Stories, einige Erfahrungsberichte natürlich entwickelt und die habe ich versucht damit zu teilen als Basic-Ratgeber für den Markteintritt in den USA. Und da gehört natürlich viel mehr noch mit dazu. Aber zusammenfassend als hoffentlich Lektüre, denn ich habe mich natürlich auch erkundigt und geguckt, was gibt es denn für Nachschlagswerke, wenn ich hier Unternehmer bin und nicht das Passende gefunden, das vielleicht auch zu akademisch ist oder zu rechtlich oder zu steuerlastig, sondern einfach mal mehr Erfahrungsberichte liefert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann schreibe ich es einfach selber. Ja, super. Ist auch wirklich gelungen, muss ich sagen. Ich habe es gelesen. Es ist leider momentan nur auf Englisch, aber du hast versprochen, nächstes Jahr kommt es auch auf Deutsch, richtig? Das ist der Aber Plan. ist der Plan, ja, aber ich muss sagen, es ist so praktisch geschrieben. Also keiner braucht Angst haben, dass es hier wirklich eine juristische Bibel ist. Ist es nicht. Mani hat ganz konkrete Beispiele aufgeführt und dargestellt. Also es ist wirklich eine sehr hilfreiche Bibel, sage ich mal, für den Markteintritt in den USA. Ja, dann sind Danke. wir fast am Ende schon, Mani. Und zwar, ich hätte noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, wenn dich heute ein Mittelständler anruft, wir wollen in den USA, wissen aber nicht, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Was würdest du ihm in einem Satz antworten? Den richtigen oder perfekten Zeitpunkt wird es nie geben. Ja, also das ist ganz klar, das sage ich all meinen Mandanten. Nur man muss sich eben strategisch, clever beraten lassen und gut überlegen, wie der Markteintritt gelingen kann
und dann funktioniert es. Keine allzu großen Erwartungen haben, ja, dass gleich im ersten Jahr vielleicht hier ein hoher Ertrag, ein hoher Gewinn erwirtschaftet wird. Aber die USA sind immer noch meiner Meinung nach aus wirtschaftlicher Sicht äh, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, und der Kapitalismus funktioniert immer noch in den einzelnen Bundesstaaten. Von daher war das, glaube ich, ein langer Satz, aber am Ende des Tages ist das genau das, was ich dann auch bei den erfolgreichen Mandanten sehe, dass es sie erfolgreich macht. Nicht zu lange abzuwarten. Die USA sind ein sehr, wie wir sagen, forgiving Market. Ja, man kann auch mal Fehler machen, aber solange man die richtigen Beziehungen hat, auch zu den Kunden, ist man da so schnell nicht raus, und das ist ja auch ein Riesenmarkt. Also wie gesagt, kurzum, den perfekten Zeitpunkt gibt es nie, aber es gibt auch ein schönes Sprichwort, das sage ich mal auf Englisch. The best time to build a tree was 40 years ago. The next best time is today. Also Ja, vielleicht very nicht good. abwarten, sondern passen. Passen, ne? Manni, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich bedanke mich für die Einladung. Immer wieder gerne, Claudia.